Also ich heiße Melanie Hagen, ich bin Schauspielerin, ne, offensichtlich, und habe die Rolle der Poison Ivy gespielt. Harley, what's going on? Erstmal natürlich die Rolle an sich, also meine Rolle, also Poison Ivy als Charakter. Und dann habe ich natürlich dann das Drehbuch gelesen, das hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe mir auch das vorherige Projekt angesehen und das hat mich auch ziemlich beeindruckt, weil es halt sehr professionell aussah. Muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe irgendwann mal angefangen zu tanzen und habe dann halt überlegt, dass ich da auf jeden Fall irgendwas beruflich mitmachen möchte. Dann dachte ich aber so, naja, nur tanzen ist schon sehr, sehr begrenzt. Und dann bin ich halt auf Musical gekommen. Daher komme ich dann eigentlich. Naja, dass man halt nicht nur immer so die Dekoration ist von irgendwelchen männlichen Rollen und halt schon starke Frauencharaktere. Aber was mich immer so stört, wenn man starke Frauencharaktere sieht, ist, dass die sich eigentlich immer so verhalten wie Männer. Und dass das dann immer so das Sinnbild ist, okay, es sind starke Frauen, aber sie agieren und benehmen sich eigentlich wie Männer. Und ich denke, man kann halt auch stark sein und trotzdem feminin sein. Und das fände ich mal ganz schön, wenn das hier mal so ein bisschen ankommt. Eine Kriegsjournalistin. Ich finde das einfach total krass. Also ich finde diese Leute, also auch Männer, die den Beruf ausüben, wahnsinnig mutig. Also ich könnte das eigentlich nicht. Ich finde es heftig. Na, dass es natürlich professionell abläuft in der Kommunikation. Also dass halt gewisse Dinge halt immer direkt und offen kommuniziert werden und auch in einem zeitlichen Rahmen, also dass man halt nicht ständig irgendwie immer alles hinterfragen muss und nachhaken muss. Und was mir immer sehr, sehr wichtig ist, dass es immer eine freundliche, positive Atmosphäre gibt, dass halt nicht, was ja gelegentlich auch mal passiert, Leute ihre schlechten Launen so rauslassen, sondern eher, dass man einfach versucht, immer freundlich zu sein zu allen, ja, jetzt nicht nur irgendwie zu den scheinbar wichtigen Leuten und dass man sich gegenseitig auch unterstützt. Also dass man jetzt nicht sagt, ja okay, ist jetzt eigentlich nicht meine Aufgabe, das mache ich jetzt nicht, sondern dass man dann vielleicht dann auch mal anpackt. So. Also ich finde Proben immer super und also es hat mir dann auf jeden Fall was gebracht. Man lernt halt die Leute kennen, mit denen man zusammen spielt. Und manchmal im Probenprozess kommt man dann ja auch auf noch ganz andere Sachen. Also wenn man halt zu Hause sitzt und man überlegt sich irgendwie was und dann spielt man dann mit der anderen, mit dem Spielpartner, Spielpartnerin zusammen und dann denkt man sich, aha, okay, das ist jetzt, da kommt jetzt auf einmal was ganz anderes und man bekommt ja immer sehr viel von den Leuten, mit denen man zusammen spielt. Also ich habe mir dann im Vorfeld nichts angeguckt. Dachte ich dann, okay, wenn ich mir das jetzt angucke, dann beeinflusst mich das zu sehr oder dann versuche ich irgendwie was zu kopieren oder irgendwie was nachzumachen. Und ja, deshalb habe ich mir nichts angeguckt. Mit dem Ziel, da einfach völlig frei zu sein und keine vorgefertigten Bilder im Kopf zu haben. Ich arbeite manchmal mit Tschechow und da macht man so eine physische Geste oder überhaupt eine Geste für den Charakter und das macht man erstmal körperlich und dann macht man es irgendwann nur noch imaginär. Ja, es ist auch manchmal so, wenn man halt längere Wartezeiten hat und dann muss man sich auch wieder ein bisschen hochpushen, obwohl ja doch so die Arbeitsweise auch sehr flott war. Also es war jetzt nicht so, dass man so komplett runtergefahren hat, aber man kann das auch immer ganz gut benutzen, wenn man dann so runterfährt, einfach so von der Energie her oder dann wirklich mal lange warten muss. Und dann ist man auf einmal dran und dann kann man das auch wieder benutzen, um wieder den ganzen Körper wach zu machen, um sich selbst wach zu machen, um halt wieder so ein bisschen Energie zu kriegen. Und ja, so ein Moment before, also woher komme ich halt gerade, was ist vorher passiert
und was will ich jetzt in der Szene von der Person. Ja, dass ich nicht, also dass ich mir dann in Zukunft zum Beispiel überlegen würde, sowas über einen längeren Zeitraum zu spielen, weil das Make-up abmachen, das war echt schon ätzend. Im Großen und Ganzen 2,5 Stunden so im Schnitt. Also 2 bis 3. Also auf gar keinen Fall länger als 3, aber auch nicht kürzer als 2. Aber das ist ja gut, da mache ich ja nichts. Also da machen ja nur die anderen. Ich muss ja dann einfach nur sitzen. Ja, man musste halt aufpassen, dass man halt nicht also mit den Händen war es halt immer ein bisschen schwierig. Also, dass man halt nicht überall hinfasst oder wenn man Harley angefasst hat, war es auch schwierig, weil wie macht man das jetzt, ohne dass sie grün wird, so. Ich hatte, ich glaube, das war am ersten Tag, hatte ich halt 2 Schichten drauf. Und das hat man schon gemerkt, also auch so auf der Haut, dass es halt richtig auf der Haut liegt und auch irgendwie so ein bisschen klebrig ist. Aber so, wenn man nur eine Schicht hat, dann hat man das eigentlich hat man es nicht gespürt. Nochmal, ja, wenn die Rolle toll ist, ja klar. Aber was mit dem Abschminken, da muss man nochmal gucken. Ich habe mich total wohl gefühlt. Die Schuhe waren auch gut, obwohl es High Heels waren, aber so das mit den Fußschmerzen hat sich auch in Grenzen gehalten. Das Kostüm war super. Die Farben, es war halt auch bequem. Ja, es ist ja auch immer wichtig, dass man nämlich das Gefühl hat, das ist irgendwie unbequem. Ja, ist jetzt nicht was, wo ich jetzt alltäglich mit rumlaufe, aber ich würde es auf jeden Fall auch so anziehen, ja. Naja, erstmal irgendwie dafür sorgen, dass man sich wohlfühlt, weil sonst kann man sich nicht öffnen. Also wenn man irgendwie das Gefühl hat, da ist jetzt irgendwie es kommt natürlich auch immer drauf an, was man gerade machen muss. Aber wenn man zum Beispiel jetzt so einen wahnsinnigen Druck verspürt oder dass man einfach merkt, boah, jetzt sind sie alle total gestresst und dann kriegt man das halt sofort mit, dass man da halt irgendwie versucht, irgendwie so einen Raum zu schaffen, dass man dann so ein bisschen auch diesen Druck halt nehmen kann und dass man natürlich auch freundlich ist. Also ich habe jetzt zum Beispiel so ein Problem mit Cholerikern oder Leuten, die schreien. Also ich finde, es bringt halt überhaupt nichts, selbst wenn man das Bedürfnis hat zu schreien. Aber grundsätzlich gilt es für alle. Also es bringt halt einfach nichts. Es vergiftet dann sofort noch mehr die Atmosphäre und dann ist es vorbei. Wenn man halt sagt, ja, du bist scheiße, was soll ich damit anfangen? Also danke. So, ja, ist halt nicht so gut, weil auch in dem Moment, du machst halt zu. Ja, also Schauspieler sind ja sehr sensible Wesen und man merkt halt auch ziemlich viel und man merkt halt auch viel, was dann manchmal so unten drunter läuft oder halt so Blicke und vielleicht haben die manchmal auch gar nichts mit einem zu tun, aber man denkt sofort, okay, das hat jetzt was mit mir zu tun. Es geht um mich, was ist passiert? Ich mag sowieso düstere Sachen sehr, sehr gerne und das Problem, was es ja immer gibt, wenn du jetzt auch irgendwie kein Ohrhasen erwähnst, es machen ja immer dieselben Leute dieselben Sachen. Und man erkennt es ja teilweise schon. Also man schaltet irgendwo rein und dann weiß man sofort, aus welchem Land kommt das oder wer hat's gemacht. Und man möchte ja auch mal was anderes sehen. Und ich glaube auch, dass die Leute das mittlerweile halt wollen. Also, dass viele Leute das halt satt haben. Dass immer dieselben Leute was machen, dass man immer dieselben Leute sieht, dass immer dieselben Geschichten erzählt werden. Ja, es ist ja nach Schema F. Also, es gibt ja wirklich manche Filme, es geht immer um dasselbe. Immer. Es ist immer dasselbe. Und das ist halt einfach mal langweilig. Und man sollte den Zuschauern vielleicht auch mal ein bisschen mehr zutrauen. Aber ich glaube, die Leute denken halt immer, ja, das hat funktioniert. Also machen wir jetzt sowas Ähnliches nochmal, weil das funktioniert dann auch. Es mag ja auch sein, aber vielleicht kann man ja mal was anderes machen und das funktioniert dann noch viel, viel besser. Und das sollte man sich halt vielleicht einfach mal trauen. Grundsätzlich finde ich eben, also es gibt ja besonders in Deutschland so bestimmte Sachen, ja, die halt auch immer nur gefördert werden. Das ist Komödie, Kinderfilme und Sozialdrama und das war's.
andere Genre, Psychothriller oder halt irgendwie Fantasy von mir aus auch. Also, dass man das einfach mal ein bisschen aufmacht. Ich glaube, man muss einfach die ganzen Strukturen ändern, die es hier gibt. Das ist halt ganz einfach. Also, was heißt, natürlich ist es nicht einfach, aber ich glaube halt, dass es richtig viele gute Leute gibt, die auch richtig gute Sachen schreiben. Nur vielleicht bekommen sie keine Chance dazu, das den entsprechenden Leuten anzubieten oder passt halt nicht in deren Bild. Dass man einfach mutiger ist und dass man auch mal was gegen die Wand fährt, weil wenn man jetzt, gerade auch was das deutsche Fernsehen angeht, ich meine, das wird finanziert durch die Gebührenzahler. Das heißt, sie kriegen das Geld sowieso. Und was sie damit machen, ist doch im Prinzip egal. Also warum machen sie nicht einfach mal was? Na, ich hoffe natürlich, dass besonders die Leute, also ich bin ja einfach nur dazugestoßen, aber gerade jetzt die, wo das Herzblut halt da drin steckt und die einfach wahnsinnig viel daran gearbeitet haben, natürlich, dass es besonders für die Leute, dass es natürlich ein Erfolg wird. Wenn ihr unseren Film Harley Quinn Blazing Shadows noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr das jetzt machen und einfach hier oben klicken.